Grüezi, Servus und Hallo. Willkommen zu einem neuen Kapitel unserer Sardinienreise. Wir verlassen heute Valle d'Oria und machen zuerst einen Abstecher ins Landesinnere, bevor es dann über Castelsardo und Porto Torres zum Capo Falcone geht. Von dort geht es Richtung Süden, mehrheitlich der Küste entlang, bis zum Capo Gaccia, wo sich die Grotte de Nettuno befindet. Unser Tagesziel ist heute Alghero. Fünf Kilometer vor Castelsardo an der Strada Stadale 134 liegt ein 5 Meter hoher Felsbrocken, der je nach Blickwinkel betrachtet einem Elefanten ähnlich sieht, die Roccia dell'Elefante. In der Ferne erkennt man bereits die auf einer Landzunge erbaute Stadt Castelsardo mit seiner hoch über der Stadt liegenden Burg. Der Ort selbst entstand am Fuße der Burg, die von der genuesischen Herrscherfamilie Doria im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Castelsardo zählt heute etwa 5000 Einwohner und ist berühmt für die bunten Fassaden der Häuser und die wunderschönen Gassen. Leider reicht die Zeit nur für einen kurzen Halt mit einem Blick übers Meer und auf die Kathedrale San Antonio Abate. Die Hafenstadt Porto Torres ist Ziel zahlreicher Fracht- und Fährschiffe, unter anderem aus Genua, Marseille,
Toulon, aber auch aus Barcelona. Einige Fähren, besonders bei Tirrenia, sind mit bunten Malereien versehen. Ist mal was anderes. Took some time, but we pointed out that tomorrow isn't here and now, baby. An absent mind came to roam around. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. I'm taking matters into my own hands now. Let's face it, we only got this life to live out. So follow me, I'm ready to go. Der Küste entlang fahrend erreichen wir den nordwestlichsten Zipfel Sardiniens. Mit dem kleinen Dorf Stintino, dem Capo Falcone und dem sehr bekannten und beliebten Strand von La Pelosa mit seinem um 1570 erbauten Verteidigungsturm gehört diese Gegend zu den bei Touristen beliebtesten Regionen Sardiniens. Obwohl wir erst Anfang Juni haben und uns noch in der Vorsaison befinden, ist hier schon der Teufel los. Wie es im Hochsommer sein wird, möchten wir uns gar nicht erst vorstellen. Noch mehr überrascht sind wir über die Tatsache, dass der Zugang zum Strand von Pelosa 3,50 Euro kostet. Dass man für Liegestühle und Sonnenschirme bezahlt, ist in Italien nichts Neues. Dass aber auch der Zugang zum Strand etwas kostet, mag auf den ersten Blick erstaunen, aber schließlich zahlen wir für unsere Badeanstalten ja auch einen Eintritt. So follow me, I'm ready to go. I'll take the lead, I'm ready to go. Nach einer kleinen Mittagspause zieht es uns weiter Richtung Süden zu einem nicht minder touristischen Ziel. Die am Capocaccia liegende Grotte di Nettuno oder auf Deutsch die Neptungrotte. Even if you can't let go, I'll untie the invisible ropes that keep you down. I'm taking matters. Die im 19. Jahrhundert von einem Fischer entdeckte Grotte gehört zu den schönsten in Italien. Sie kann auf zwei Arten erkundet werden. Mit einem Bootsausflug, zum Beispiel von Alghero aus, oder von oben über die 654 Stufen der Scala del Gabriel oder auf Deutsch Rehleiter. Der Eintritt kostet 14 Euro. Da es bereits später Nachmittag ist, das Thermometer die 36 Grad überschritten hat und wir in unseren Motorradklamotten stecken, belassen wir es mit einem Blick auf die Treppe und heben uns die Grotte für ein anderes Mal auf. Auf unserer Rückfahrt vom Capocaccia erblicken wir links einen kleinen Aussichtspunkt, den Belvedere Forodata, der einen wunderschönen Ausblick auf die Isola di Forodata und dem himmelblauen Meer erlaubt.
Es dauert nicht lange und wir erreichen Alghero. Nach dem Check-in im Hotel, einer Abkühlung im hoteleigenen Pool und einem erfrischenden Gin Tonic brechen wir auf, um Alghero zu entdecken. Schon auf der Fahrt nach Alghero waren uns unzählige Plakate aufgefallen, die Werbung für die WRC Rallye Italia Sardegna 2022 machen. Dass diese morgen in Olbia anfängt und Alghero die offizielle Basis der Rallye ist, erfahren wir auf unserem Weg ins Stadtzentrum. Alle Top-Teams haben entlang der Strandpromenade ihre teils riesigen Garagen aufgebaut, wo bis zu 4 Fahrzeuge gleichzeitig gewartet werden können. Sehr beeindruckend. Doch wir wollen etwas von der Stadt sehen, die eine interessante Geschichte hat. Fremdherrschaften auf Sardinien, wie auch auf Korsika, sind ein wichtiger Teil deren Geschichte. Schon 800 vor Christus besetzten die Phönizier und die Karthager die Insel. Im Jahre 1102 wird das Dorf Saligera erstmalig erwähnt. Das durch die genuesische Familie Doria von sarazenischen Piraten befreite Dorf wird zu einer Festung gegen die Pisaner ausgebaut. 1353 eroberte das Königshaus Aragon die Stadt Alghero und vertrieb die einheimische Bevölkerung. Dies führt dazu, dass noch heute viele ältere Einwohner Algheros den katalanischen Dialekt Algherese sprechen. Über 400 Jahre lang blieb die Stadt unter der Herrschaft Aragoniens, die diese bis heute markant prägte. Erst 1720 ging die Stadt in den Besitz des Haus Savoyen, was an der katalanischen Sprache und Kultur der Stadt nichts zu ändern vermochte. Heute wird Alghero oft als das Klein-Barcelona bezeichnet. Neben den vielen Sehenswürdigkeiten hat es im Herzen der Altstadt unzählige Restaurants und Bars, die zum Verweilen einladen. Ob sardische Spezialitäten, Pizzas oder die hier berühmte Paella Algherese, ihr werdet hier sicher keinen Hunger leiden. Wir genießen den wunderschönen Sonnenuntergang und freuen uns auf den morgigen Ausflug, der uns ins Landesinnere führen wird. Die aktuell bis zu 38 Grad heißen Tageshöchsttemperaturen haben uns dazu bewogen, heute frühzeitig aufs Motorrad zu steigen und so etwas der Hitze zu entgehen. Heute machen wir eine kleine, gemütliche Rundreise ins Landesinnere mit Start und Ziel Alghero. Wir hatten euch bei der Geschichte über Alghero bereits erzählt, dass 1353 die Eroberer aus Aragonien die sardische Bevölkerung aus der Stadt vertrieben hatte. Die nun heimatlosen Bürger gründeten daraufhin im Inland, 25 Kilometer von Alghero entfernt, die auf 600 Meter Höhe liegende Kleinstadt Villanova Monteleone.
Nur wenige Kilometer weiter, thront hoch über die Strada Stadale 292 und dem Lago del Temo, das kleine Dorf Monteleone a Roccadoria. In der Feudalzeit unter der genuesischen Familie Doria erlebte das Dorf seine größte Blütezeit. Die Dorias wählten Monteleone zu ihrem Wohnsitz und bauten eine Burg. 1436 wurde die Burg und das Dorf nach einer Belagerung zerstört. Erst ein Jahrhundert später, im Jahre 1536, erteilte Karl V. die Erlaubnis, das Dorf und die noch erhaltene Doria-Kapelle, die später in die Kirche Santo Stefano integriert wurde, aufzubauen. In den letzten Jahrhunderten entdeckten die Einwohner das Potenzial des auf dem Berg vorhandenen Tuffsteins und widmeten sich bis in die 1970er Jahre dem Bergbau. Wir fahren die SP6 entlang, die uns über den 1042 Meter hohen Passo Uc Aidu führt und anschließend in Bono endet. Aufgrund der hohen Temperaturen legen wir in Bono eine kleine Pause ein und gönnen uns am Schatten eine kleine innerliche Abkühlung in Form eines koffeinhaltigen Getränks. Prost! Dass man auf der Strada Provinciale jeden Untergrund erwarten muss, sehen wir, als wir von Bono aus den Lago Lerno ansteuern.
Der Lago Lerno am Fuße des Monte Lerno ist ein kleiner Stausee, der von einigen Flüssen gespießen wird. Ozieri ist eine typische, sehr lebendige sardische Stadt, die vor allem von der Milch- und Käseproduktion der Umgebung lebt. Berühmt ist Ozieri auch für die Sospiri, die Seufzer, ein Mandelgepäck, das zu den kulinarischen Spezialitäten Sardiniens gehört. Gerne hätten wir uns so ein Sospiri mit einem Espresso gegönnt. Doch die nachmittäglichen 38 Grad im Schatten schreien nach Abkühlung. So belassen wir es mit einer kleinen Rundfahrt durch die Stadt. Unsere Tagestour neigt sich dem Ende zu und bis Alghero ist es nicht mehr weit. Morgen geht es weiter Richtung Süden und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch beim Kapitel 3 mit an Bord wärt und sagen für heute Ciao.